Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem heutigen Video möchte ich euch einmal zeigen, wie man den Raspberry Pi 3B in das Nestpi-Gehäuse einbauen kann, damit das Ganze etwas ästhetisch schöner aussieht. Das Video startet nach dem Intro. Viel Spaß, Leute! Wenn ihr das Gehäuse euch besorgt, dann kommt es in so einem Karton. Das Gehäuse sieht folgendermaßen aus. Es hat wie beim originalen Nintendo NES eine Klappe, da mal Internetkabel, Anschluss plus zwei USB-Ports hier. Dann haben wir zusätzlich zwei USB-Ports hier an der Front. Dann haben wir einen Powerknopf, mit dem wir unser Raspberry dann starten können. Und einen Reset-Knopf wie beim Computer. Hier an der rechten Seite haben wir unser Kartenslot für unsere Micro-SD-Karte. Ein HDMI-Anschluss und natürlich Klinkenanschluss. Plus noch hier unten natürlich Adapteranschluss für Strom. Hier unten haben wir ein kleines Fach. Das will jetzt natürlich nicht auf. So. Hier ist ein kleines Fach, wo ihr noch zusätzliche SD-Karten verstauen könnt. Zusätzlich bekommen wir eine kleine Anleitung, wie wir das Ganze verkabeln müssen. Ist aber super easy, ich werde es euch gleich einmal vorzeigen. Ich empfehle euch definitiv, da das System natürlich geschlossen ist, hier sind natürlich einmal Lüftungsgitter vorhanden, aber ich empfehle euch trotzdem euer Raspberry Pi an den Chips mit Kühlkörper zu bekleben. Ich habe hier oben einmal einen Chip beklebt mit einem Kühlkörper, Alu-Kühlkörper, hier einmal eins und hier unten auch. Also überall wo Chips sind, habe ich jetzt Alu-Kühlkörper angebracht und trotzdem passt es dann in das Gehäuse rein. Wenn wir das Gehäuse jetzt einmal öffnen, dann sieht der Innenteil folgendermaßen aus. Also innen sieht es dann so aus. Das kommt schon auch so, da müsst ihr nichts machen. Ich habe noch zusätzlich einen Lüfter angebracht. Das ist ein kleiner Lüfter vom Computer. Da werde ich euch gleich einmal zeigen, wie die Verkabelung ist. Zusätzlich steht es hier in der Anleitung natürlich auch, wie es verkabelt werden muss. Das erste, was ihr machen müsst, ist einmal aus dem Eternal-Kabel anzustöpseln und den USB-A-Stecker anzustöpseln, sodass das Ganze so aussieht. Das ist echt nicht schwer. Dann ist es wichtig, dass wir alle Kabel, die uns behindern können, zur Seite packen. Da steckt ihr erstmal den hinteren Teil mit dem HDMI-Anschluss und sowas in die passende Stelle rein. Und drückt das Ganze einfach runter. Ja, ihr werdet schon merken, ob es passt oder nicht. Sobald ihr das gemacht habt, nehmt ihr die Schrauben, die mitgeliefert worden sind, und schraubt die Platine an dieser Stelle einmal in das Gehäuse fest. Also hier einmal und hier einmal links und rechts von den Pins.
Sobald wir das gemacht haben, ist die Platine fest eingebaut. Hier und hier sind die Schrauben. Als nächstes müssen wir das Ganze verkabeln. Dazu nehmt ihr einfach diesen Stecker und steckt das an die ersten Pins direkt rein. So. Wir können natürlich einmal hier gucken, ob wir alles richtig gestöpselt haben. Was sagt er da? Ja, passt. So, da wir jetzt noch den Lüfter haben, müssen wir den natürlich auch vernünftig verkabeln. Da stand in der Anleitung, dass der hintere Pin Plus ist, also rot, und der vordere Pin, der zu uns guckt, der ist dann der negative, also die negative Leitung, also schwarz in dem Fall. So, genau so sieht es dann aus. Dann braucht ihr das Teil einfach nur noch zuzumachen. Ja, es passt auch total bündig, gar keine Probleme. Dann legt es einfach flach auf den Tisch oder wo auch immer und verstaubt das Gehäuse einfach. Das mache ich jetzt einmal fertig und dann sehen wir uns wieder. So, die Schrauben sind fest, das Gehäuse ist montiert. Jetzt braucht ihr nur noch das Teil an einen HDMI-Anschluss einstecken, das Netzteil anschließen und natürlich ein Betriebssystem auf die SD-Karte drauf installieren und schon könnt ihr das Teil nutzen, wie ihr wollt. Es gibt unterschiedliche Betriebssysteme. Ich werde dieses Teil als Retro-Konsole nutzen, das heißt, ich werde RetroPie oder Batocera drauf installieren. In den kommenden Videos werdet ihr dazu nähere Informationen bekommen. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, das Video war eine Hilfe für euch, um den Raspberry Pi in das Gehäuse einzubauen. Jetzt sieht das Ganze natürlich etwas schicker aus. Nicht nur einfach eine Platine, sondern auch ein schickes Gehäuse, ja, was an die 90er Jahre stark erinnert. Ja, und wenn euch das Ganze gefallen hat, solltet ihr mir natürlich einen Daumen hoch geben und meinen Kanal abonnieren. Ich versuche auf meinem Kanal natürlich jetzt weitere Videos zu diesem Thema zu machen, wie man da ein Betriebssystem drauf installiert und das Ganze dann als vollwertige Retro-Konsole nutzen kann. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Auf Wiedersehen.